Welches Papier ist das Beste zum Zeichnen? Ich habe 6 unterschiedliche Papiere getestet, vom einfachen Kopierpapier bis zum hochwertigen Büttenpapier, aber auch französisches, italienisches. Also sei gespannt und ganz zum Schluss gebe ich dir noch meinen Geheimtipp und der wird dich richtig überraschen. Also bleib bis zum Schluss dran. Viel Freude mit dem Video hier auf Schmitz Zeichenwelt. Los geht's. Wir werden also diese 6 Papiere besprechen, wobei 6 der Überraschungsfavorit ist, mein persönlicher. Du siehst, wir fangen mit einfachem Kopierpapier an, gehen zu Skizzenblöcken für drinnen und draußen, testen die deutsche Papiermühle Hahnemühle, ein Büttenpapier aus Deutschland, ein Papier aus Frankreich und der Überraschungssieger kommt ganz zum Schluss. Also legen wir los mit dem Kopierpapier. Kann man das zum Zeichnen nehmen? Was ist geeignet? Also beginnen wir mit der Stärke. Ja? Also normales Kopierpapier aus dem Handel, 80 Gramm. Du siehst, es hat keine Steifigkeit, es biegt sich ganz einfach und es ist auch gegenüber dem Papier, siehst du, hat natürlich, ist halt sehr, sehr billig, aber ideal für Skizzen. Egal, was du hier zeichnen willst, kannst schnell etwas zeichnen, die Zeichnung wieder verwerfen und etwas Neues zeichnen. Ja, das spielt keine Rolle. Du kannst dir viele verschiedene Methoden ausprobieren und was mir immer besonders leicht fällt, einfach das Papier zu nehmen und wegzuwerfen. Ja, beim teuren Papier ist man immer so ein bisschen vorsichtiger. Also das war das ganz einfache Kopierpapier, kaum Struktur, preiswert, schnell und toll für Skizzen. Weg damit. Ich habe noch ein weiteres Kopierpapier. Du siehst, es hat einen Unterschied. Es ist heller als das, was ich gerade gezeigt habe. Ja, jetzt habe ich schon zerknüllt, aber ich habe hier noch die Seite. Ja, hier ist das Papier nochmal. Also das sind beides Kopierpapiere. Ja, das ist etwas Besseres und zwar nicht nur, weil es heller ist etwas, sondern auch, weil es etwas stärker ist. Ja, es hat 120 Gramm, 80 Gramm, 120 Gramm und du siehst, wenn man das so ein bisschen hält, das eine ist wie so ein Waschlappen, das andere ist etwas stabiler. Also wenn man etwas hochwertigere Zeichnungen machen möchte. Und einfach reicht es auch zum Rumspielen, aber es ist halt zum Beispiel radierfester. Ja, hier haben wir das normale Kopierpapier. Wenn man halt hier radieren will, kann das mal schnell hier zu einem Unfall führen. Ja, du siehst schon, wie sich das mitwählt und das hast du hier nicht. Ich zeige nochmal hier so, damit du so einen Test siehst, wie das Papier sich verhält. Denn jedes Papier, auch wenn es glatt ist, hat eine gewisse Struktur. Ja, die kann man nutzen in der Zeichnung, doch das zeige ich dir noch später. Hier ist das etwas teure und dickere Kopierpapier. Und du siehst, die sind alle ähnlich aufgebaut. So, okay. Also die beiden zum Skizzieren, zum Ausprobieren, Massenware sozusagen. So. Gehen wir weiter und kommen zu den Skizzenblöcken. Also hier habe ich das Skizzenbuch, das ich immer draußen benutze. Warum draußen? Weil es schön leicht ist, klein ist. Es ist hier ein A4-Format, es ist total handlich, hat so um die 30 Seiten. Du siehst, hier mache ich hier zum Beispiel meine Aufträge drin, ja, hier Vorskizzen. Und du siehst, das Papier hier ist ein 120 Gramm Papier, ja, also auch, ich zeige dir mal die Struktur ein bisschen, die siehst du hier besser, beim Kopierpapier hast du fast keine. Ja. Schau mal, wie das hier aufgebaut ist, also wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Papier, 120 Gramm, gut für draußen, wenn es mal ein bisschen von der Luftfeuchtigkeit feuchter ist, wählt es sich nicht so schnell, du kannst es einfach einstecken in den Rucksack oder in deine Tasche. Das nimmt nicht viel Platz weg und du hast trotzdem eine Menge zu zeichnen.
Wichtig ist immer diese Drahtheftung, dass du das plan aufklappen kannst und du kannst es sowohl quer als auch natürlich im Hochformat nutzen. Ja, also eine ganz, ganz tolle Sache. Machen wir gemeinsam nochmal einen Strukturtest. Na, du siehst, es hat so eine, ja, auch eine gewisse Struktur, die man verwenden kann. Ja. Und das ist natürlich schön radierfest. Ja. Und du zeichnest natürlich kaum durch. Ja, auch ganz, ganz wichtig sozusagen. Radieren wir mal. Sieht ganz gut aus. Du siehst, es ist relativ naturweiß. Ja? Also man kriegt hier einen guten Charakter, kann es aber nicht nutzen, wenn man beispielsweise etwas zeichnen möchte. Ich gehe mal bei dem Kopierpapier hin. Schau mal, das ist schon ein ganz schöner Unterschied, ja, zu dem Kopierpapier. Aber das hat halt auch seinen Reiz, ja, besonders wenn man etwas Älteres zeichnet, ja, weil es so einen Anschein von Vergilben hat, aber trotzdem hochwertiges Papier ist. Ja. Das ist noch nicht licht- und alterungsbeständig, das ist einfach ein lockerer Skizzenbuch, ein Skizzenbuch zum Mitnehmen, unterwegs sein und so weiter und so fort. Ja. Also wirklich kann ich dir nur ans Herz legen, ich habe mehrere ausprobiert und das hat mich bis jetzt preis-leistungsmäßig total begeistert. Also, nächstes. Ich habe noch ein Skizzenbuch. Achso, alle Skizzenbücher und Blöcke, die ich dir noch zeige und Papier habe ich hier in der Materialliste unten verlinkt. Die kannst du dir ganz einfach herunterladen. Klicke unter dem Video und dann findest du alles, was du brauchst, noch nicht hast und bist dann bestens ausgestattet. Also weiter geht's. Wir sind immer noch bei Nummer 2 bei den Skizzenblöcken. Hier habe ich einen etwas dickeren. Ja. Starken Einband, kräftige Spiralbindung. Den nutze ich aber weniger für draußen, sondern mehr für im Atelier. Ja, zu draußen, schaut mal, wäre mir einfach viel zu schwer und zu dick. Ja. Und du siehst, das Papier ist relativ hell. Hier nochmal das leichte Kopierpapier. Richtiges, hochwertiges Papier. Das hat hier 170 Gramm. Ja. Ist dann auch nicht mehr so rein weiß. Ja. Ist wirklich ein schön stabiler Karton und du siehst auf der anderen Seite überhaupt nichts durchgezeichnet. Du kannst also entweder beidseitig zeichnen, was bei preiswerten Papier halt nicht so leicht geht, aber das ist ja das Schöne. Ja, man denkt immer, oh, so ein Skizzenbuch, ich weiß jetzt gar nicht, was das kostet, vielleicht 10 Euro, 12 Euro, denkt man, ist relativ teuer, weil das nur die Hälfte kostet, aber hier kannst du meist nur einseitig zeichnen. Und wenn sich was durchzeichnet, ist es ganz einfach ärgerlich. Mir geht es häufig so, wenn ich dann beginne zu zeichnen, werde ich dann doch immer realistischer. Ja? Und dann sage ich mir manchmal, hätte ich doch auf dem dicken Papier gezeichnet. Ja? Also wenn man so drin ist in dem Flow, vergisst man eigentlich alle Bedingungen um sich herum. Ja? So, also ich zeige dir auch nochmal hier anhand auf einer Seite, wie sich das verhält. Vielleicht siehst du die Struktur hier, hat so eine ganz leichte Struktur und fühlt sich auch haptisch sehr, sehr schön an. Ja, ich mag ja das Papier, weil man das so fühlen kann. Ja, also ich zeige dir mal kurz hier, wie sich die Struktur verhält. Ja. Da siehst du halt, dass es wirklich auch vom Helligkeitsgrad, wenn man ein Auge zeichnen will, ja, ist ja ganz, ganz wichtig, dass man hier den Kontrast hat zwischen Licht und der dunklen Pupille. Ja. Diesen Kontrast kriegst du beispielsweise bei dem Papier hier nicht mehr so hin. Ja. Schau mal, wenn wir die beiden jetzt vergleichen würden. Hier ein Auge zeichnen. Ja. Schau mal, das ist schon ein riesiger Unterschied. Das Weiß wirkt nur immer oder wirkt umso weißer, je schwärzer
Also, jetzt heißt es genau falsch rum gesagt, ja. Also das Weiß ist halt immer die Voraussetzung, ein gutes Papier, wenn du etwas Helles zeichnen willst, einen Sonnenaufgang zum Beispiel, die Sonne, ja, dann brauchst du einen starken Kontrast, den kriegst du hier einfach nicht so hin, weil der Grundton, das Weiße, jedenfalls bei einer Bleistiftzeichnung, immer weiß, also der Unterton, die Grundfarbe des Papiers ist. Natürlich kannst du das jetzt noch erhöhen mit einem Weißstift, ja. Das geht natürlich auch, aber ich zeichne gern mit dem Bleistift und wähle mir entsprechend das richtige Papier aus. Also das ist ganz, ganz wichtig, auch ein sehr, sehr guter Tipp. Wähle dein Papier anhand des Motivs aus. Ja? Was willst du zeichnen? Bäume, Sonnenaufgang, eher ein dunkleres Bild, ein Bild mit Licht und Schatten, eine Sommerstimmung. Dann brauchst du natürlich so ein Papier, ja? Wo du einen schönen Kontrast erzeugen kannst, dass dieses Leuchten richtig schön rauskommt. Ja? So, du siehst also, die Struktur ist auch sehr schön hier. Und natürlich machen wir mal den Radiertest. Funktioniert super. Ja. Einmal mit dem Radierstift oder hier mit dem Knetradierer. Absolut sauberes Arbeiten hier. Ja. Die habe ich dir auch in der Materialliste hier verlinkt. Findest du alles unter dem Video. So, das war also das Skizzenbuch. Den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, findest du aber in der Materialliste. Ach hier, Studio Artway steht hier drauf. Ja, genau, also ein wirklich stabiles Skizzenbuch, mehr für den Innenbereich gearbeitet im Atelier. So, kommen wir zu Nummer 3, zum Hahnemühle-Papier. Ja, ich habe hier einen kleineren Block, die gibt es natürlich in verschiedenen Größen und Hahnemühle ist ja der größte deutsche Papierhersteller und da findest du wirklich eine Menge Papiere. Ich habe hier einen Beispielblock, einen kleineren mal genommen und das ist Hahnemühle Nostalgie Feinart 190 Gramm. Ja, du siehst hier, dass der eine leichte Textur hat. Ja, wenn man sich den so anguckt und sehr, sehr stabil. Ja, sehr stabiler Karton. Gucken wir uns noch das Kopierpapier an, ja, auch dieses Naturweiß, eher vielleicht noch ein bisschen dunkler, ja. Kopierpapier, wie gesagt, ist immer sehr hell und du merkst hier schon die Qualität und hier gehen wir auch rein in den Bereich von Licht- und alterungsbeständig. Ja. Das heißt, ideal, um deine Zeichnung, deine Kunstwerke einzurahmen und auch dauerhaft zu schützen. Also licht- und alterungsbeständig kann man sagen, das Papier hat wenig Ligningehalt und es altert halt nicht, ja, wie du es aus älteren Zeichnungen kennst, ja, wenn sie so vergilben. Also ein schönes Papier, das probieren wir natürlich auch aus. So finde ich immer, kann man das am besten sehen, wie das geprägt ist, das Papier, weißt du? Du siehst, wir kriegen hier schon eine richtige Struktur rein, ohne eine Struktur zu zeichnen. Also immer auch das Papier ein wenig ausprobieren. Ja, was willst du genau zeichnen? Guck mal, hier haben wir so eine Struktur und wenn wir die Struktur mal hier nehmen, hat sie wieder einen anderen Charakter. Ja? Also die Papierauswahl ist schon wichtig in dem Sinne, dass du es einfach leichter machen kannst. Ja, du siehst, hier hast du schon was, können schon kleine Wolken sein oder sowas. Ja, also richtig cool, sich das mal ausprobieren. Wenn du in Künstlerbedarf reingehst, gibt es auch manchmal viele Papiere zum Ausleihen oder du kriegst so eine, wie heißt denn das so, na, wo du so ein Blöckchen hast, wo du halt 10 Papiersorten drauf hast oder 20. Habe ich mir auch immer geholt und danach habe ich dann die Papiere gekauft. Ja. Du siehst also wirklich ein sehr, sehr schönes Papier, das Hahnemühle. Nicht nur jetzt dieses Papier, sondern auch das meiste von Hahnemühle. Die haben halt richtig Ahnung, gibt es seit ein paar Jahrhunderten und kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Wenn du tiefer im Zeichnen einsteigen willst, schau mal unten in die Beschreibung. Dort findest du einen Link zu meiner Akademie, wo du mit Freude und Struktur das realistische Zeichnen von der Pike auf lernst. Weiter geht's mit dem Video. So, kommen wir zum nächsten Papier. Und da haben wir jetzt ein Büttenpapier. Also Zerkal Bütten, eine deutsche Firma.
Wir haben 250 Gramm, also noch dicker als gerade das Hahnemühle-Papier mit 190 Gramm. Und ja, das gibt es auch in verschiedenen Größen. Ich habe mir hier die DIN A5 geholt, sehr schön verpackt und hat natürlich einen richtig schönen Charakter hier. Ja, du siehst dieses Büttenpapier, also der Rand ist so gerissen, macht so einen gerissenen Eindruck. Ja, und wir haben hier, ich sagte 250 Gramm, also richtig schön stabil das Papier. Ja, da hast du schon richtig was und natürlich kann man das auch so einrahmen, also ohne Passepartout, weil man dann diesen schönen Rahmen hier sieht. Ja. Also wirklich, und nochmal zum Farbvergleich, ja, hier mit dem Kopierpapier, auch ein schönes Naturweiß hier. Schauen wir uns mal den Vergleich hier mit dem an, die sind fast ähnlich hier mit dem Hahnemühle. Ja. Und gucken uns die Struktur nochmal an. Ja, leichte Struktur. Und ich mache mal hier für dich wieder den Strukturtest, wenn man so will. Siehst du, wirkt auch wieder anders. Ja, du siehst also die Prägung von der Walze, denke ich mal. Ja, einmal hoch, vertikal und jetzt machen wir noch einmal den Test mit horizontal. Und du siehst, du kriegst wieder richtig schöne Muster rein. Ja, und natürlich auch wieder licht- und alterungsbeständig. Und machen wir mal den Radiertest hier. Gehen mal richtig aggressiv rein. Natürlich muss man es immer festhalten, aber du siehst, da passiert gar nichts. Ja? Also wirklich sehr, sehr schöne Papiere. Ich hole mal eins raus hier. Schön verpackt. Schau mal, Struktur nochmal genau anschauen. Also kann ich auch nur empfehlen, wenn du kleinere Skizzen machst, ja, oder eine richtig schöne Zeichnung, die du archivieren willst, einrahmen möchtest, zur Ausstellung bringen willst, ein wirklich sehr, sehr hochwertiges und exklusives Papier. Ich habe da auch ziemlich lange gesucht, um da wirklich was Gutes zu finden. Also gut in dem Sinne, was meinen Vorstellungen entspricht, ja. Und da ich ja viel Natur zeichne, ist das immer ganz, ganz wichtig, da eine gewisse Struktur schon zu haben. Das gibt so ein gewisses Feeling, ja. Das siehst du hier. Hier kann man schon die Struktur so ein bisschen rausholen, ja, und schon können auch kleine Steinchen sein, ja, also wirklich spart Arbeit und gibt einen schönen Effekt. Soweit zum Zerkall Büttenpapier. Ja, okay. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, was dein Lieblingspapier ist. Ja, vielleicht hast du eins, wo du sagst, ja, das hier, das ist ganz, ganz toll, mit dem habe ich die besten Erfahrungen gemacht, würde mich echt interessieren. Ja, also kannst einfach den Namen reinschreiben oder einfach einen kurzen Satz dazu. Das interessiert mich auch immer wieder und die anderen Zuschauer interessiert es natürlich auch, was du benutzt und wo du die besten Erfahrungen mit hast. Okay, also kommen wir zum nächsten Papier. Ein französisches. Habe ich hier 220 Gramm. Hat es ein schöner Block, den ich auch gerne benutze für meine Zeichnungen. Und du siehst hier, gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert, glaube ich, aus Frankreich. Und hier habe ich schon etwas vorbereitet. Schauen wir uns mal die Struktur an. Also 220 Gramm, ein sehr, sehr dickes und stabiles Papier. Hochwertig, ja. Schau mal die Struktur hier. Ich versuche das mal immer ein bisschen im Licht zu brechen hier, damit du es besser siehst. Ja. Man sich die angucken kann. Und ich habe hier schon eine Vorzeichnung gemacht. Du siehst, ich habe hier mal einen Baum angedeutet. Und du siehst, wie das geprägt ist. Ja? Also auch sehr interessant. Ich habe hier nichts ausgearbeitet, sondern einfach nur untergezeichnet. Ja? Du siehst, wie schön das ist.
dass wir hier gleich eine Struktur haben. Ja? Gehen wir ein bisschen stärker rein. Also ideal, ja, für alles, was so hoch in senkrechte Richtung verläuft. Ja? Schauen wir uns mal die horizontale Wirkung an. Du siehst, es ist ein bisschen rauer, aber dieses Raue bringt halt auch Leben und einen gewissen Effekt rein. Ja? Also Grundgesetz ist immer, je feiner du zeichnen willst, je glatter sollte das Papier sein. Ja? Das ist, wie gesagt, auch ein Erfahrungswert. Und du siehst, ich habe hier wieder die Struktur, die man hier ein wenig verstärken kann. Ja, und schon kriegst du hier eine gewisse 3D-Wirkung hin. Ja? Und hier genau das Gleiche. Wir können uns hier die einzelnen Linien, die Segmente hervorheben und haben dann hier ein sehr schön unregelmäßiges Muster drin, was nach Holz, nach Baumrinde aussieht. Sei einfach erfinderisch. So, wir machen mal den Radiertest. Also es fühlt sich auch sehr, sehr schön an, das Papier hier. Ja? Also, Radiertest. Ich muss den Radierer mal ein bisschen sauber machen wieder. So, ein bisschen abradieren. Du siehst, es bleibt absolut plan beim Radieren und es drückt sich natürlich auch nichts durch. Ja, also wirklich ein sehr stabiles Papier. Lana 220 Gramm Zeichenpapier. Sehr, sehr gute Erfahrung mitgemacht. Ja, also ideal auch für deine Zeichnung zum Archivieren oder zum Einrahmen natürlich. Grundsätzlich, je größer eine Zeichnung du machen willst, je größer du das Blatt Papiers zum Einrahmen, je dicker sollte es natürlich sein. Ich habe ja in meinen 2 Meter Zeichnungen da Papier, was 2 Quadratmeter fast groß ist, und bei jeder Feuchtigkeit fängt sich das leicht an zu wellen, aber es zieht sich auch wieder ran. Ja? Je nachdem, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, und das bedeutet grundsätzlich immer ein schönes, starkes Papier nehmen zum Einrahmen. Licht- und alterungsbeständig natürlich, also ein zertifiziertes Papier und mit dem du halt gute Erfahrung hast. Ja. Und auch der Kunde, der dann etwas von dir kauft, hat dann jahrzehntelang Freude an so einem Kunstwerk, ja, weil es ganz einfach den Originalzustand behält. Am besten noch Museumsglas drauf. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Papier, was ich weiterempfehlen kann, findest du auch unter dem Video in der Materialliste. Ja? Okay, so, wo sind wir? 5. Wir haben jetzt Nummer 5 durch und jetzt kommt Nummer 6. Nummer 6 ist ein ganz, ganz tolles Papier, was ich entdeckt habe. Ich stöber ja immer ziemlich lange und ich habe hier, du wirst staunen, ein Aquarellpapier, und das nehme ich zum Zeichnen und wirklich richtig sehr, sehr gute Ergebnisse. Warum habe ich hier, also es ist ein italienisches Papier, die Papiermühle gibt es seit 1264, also richtig, richtig lange Tradition. Und ich halte es mal rein, ich muss mal kurz schauen, weil der Block ziemlich groß ist. Ja, du siehst, wir haben hier 300 Gramm, also wirklich ein sehr, sehr dickes Papier. Und ich habe hier einen größeren Block, 35 mal 51 cm, also von Fabriano Artistico aus Italien. Ja, das habe ich so beim Stöbern in meinem Papierfachgeschäft entdeckt. Und schauen wir uns das mal an. Also erstmal, es fässt sich richtig schön an. Ja, es fässt sich richtig schön an. Ein ganz, ganz weiches Gefühl hat man hier, wenn man hier rauffasst. Ja, ich mache jetzt mal ein Blatt hier ab. Hat natürlich seinen Preis, aber wenn du wirklich ganz, ganz hochwertige Zeichnung erstellen willst, ja, ist das optimale Papier. Ja, schau dir mal die Struktur ein wenig an, dass du das siehst hier. Und ich mache jetzt hier keinen Test auf dem Papier, weil ich dir gleich eine Zeichnung zeige,
die ich auf diesem Papier gemacht habe. Also wirklich ein ganz, ganz schönes Papier. Du siehst, es ist wirklich sehr, sehr dick. Da passiert gar nichts mit, wenn du das einrahmst, und zeichnet sich auch wirklich hervorragend. Also ich mache mal doch hier an der kleinen Stelle, mache ich mal doch mal hier einen kleinen Test für dich. Also wirklich ein tolles Papier, da merkst du richtig, was du in der Hand hast. Ja. Schau mal, wieder eine ganz andere Wirkung. Ja. Gucken wir uns nochmal im Vergleich Kopierpapier dazu an. Ja, auch ein schönes Naturweiß hier. Ja, und relativ glatt wird man vom Aquarellpapier gar nicht denken, aber wirklich schön glatt, ja. Also eine unglaublich gute Qualität und natürlich mein Favorit. Du siehst, die Struktur ist ein wenig weniger geprägt als beim Lana, was wir gerade eben hatten, ja. Aber hat auch wieder einen gewissen Effekt. Ja, also kannst du für feine Zeichnungen nutzen, aber auch für etwas gröbere. Ja, du siehst, hier haben wir eine ganz andere Struktur bei dem Lana-Papier, bei dem französischen Papier als hier. Ja, der Helligkeitsunterschied ist nicht so groß, aber das ist relativ grob, aber hat auch seine Vorteile, und das ist etwas feiner, und das ist nun mal mein absoluter Favorit, weil ich auch, wenn ich das anfasse, das fühlt sich einfach schon schön an, und beim Zeichnen ist man ja sehr lange in Kontakt, je größer die Zeichnung ist. Ja. Also wirklich das A und O. Wir machen mal den Radiertest. Schauen uns das nochmal an. Ja. Also es ist unglaublich fest auch beim Radieren. Ja, da passiert gar nichts. Da schlägt nichts durch. Das bleibt absolut sauber. Also ein wirklich ganz, ganz einwandfreies Papier. Ja. Sozusagen ein Schatz aus meiner Truhe. Ja. Aquarell, Wasser, Aquarellpapier mit 300 Gramm. Ja, säurefrei, natürlich licht- und alterungsbeständig, also ideal, 100% Baumwolle, ideal zum Archivieren, zum Einrahmen. Es hat wirklich eine echte Museumsqualität hier, das Papier. Ja? So, wir haben jetzt alle Papiere durch. Schreib mir mal bitte in die Kommentare gleich rein, ob du, wie gesagt, ein Lieblingspapier hast, ob du mit diesen Papieren Erfahrung hast, mit diesen Papieren. Mich interessiert auf jeden Fall, welche Papiere sind noch zum Zeichnen geeignet. Und manchmal kommt man ja da ziemlich schwer ran. Also schreib's mal rein, teile deine Erfahrungen mit uns. Alles zum Thema Zeichnen plus die Materialliste findest du unten in dem Link in der Beschreibung. Dort findest du auch einen kostenlosen Zeichenkurs, aber auch meine Akademie, wenn du größere Zeichenkurse belegen willst. Also, ich freue mich, wenn wir uns hier auf Schmidts Zeichenwelt zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin alles Gute.